Sehr schön. Dann fangen wir doch einfach mal damit an, dass wir dich mal fragen, was war denn das Thema, mit dem du zu mir gekommen bist? Ganz am Anfang. Ja, ja, mein Thema, das war mir vorher auch schon bewusst. Das sind so die Folgen von Entwicklungstrauma gewesen, die sich halt jetzt noch in meinem jetzigen Erwachsenenleben, ja, noch sehr deutlich gezeigt haben. Ja. Ähm, ja, ich war, mein ganzes Leben, als People-Pleaser-Mädchen unterwegs, habe mich immer unterworfen, konnte keine Grenzen setzen und meine Bedürfnisse nicht wahrnehmen. Das waren so meine größten Probleme, ja. Und sag mir mal, wie hat sich das dann ausgewirkt auf dein Leben oder darauf, wie es Mhm. dir ging? Ja, heute also rückblickend würde ich sagen, dass ich, aufgrund dieser Themen, die ich in der Kindheit erlebt habe, 2016, meine erste Depression bekommen habe. Das war mir aber damals alles noch sehr unbewusst, wieso, weshalb, weil mein Leben so, ja, eigentlich gedacht ganz gut verlief. Aber durch die Depression habe ich dann gemerkt, und durch Therapien, die ich dann schon gemacht habe, ich war auch in der Klinik, ja, habe Verhaltenstherapie bei verschiedenen Therapeuten auch gemacht, wurde mir immer mehr bewusst, dass ich ganz viel in meinem Leben vermeide, ich sehr ängstlich bin, ja, Konflikten aus dem Weg gehe und lieber Ja zu anderen sage als Ja zu mir selber. Hm. Ja. Also das Wohl des anderen war immer wichtiger. Also ich habe mich maximal angepasst an die anderen Menschen und das hat mich letztendlich dann krank gemacht. Ja, das würde ich so sagen. Hm. Ja, es gibt halt auch Folgen für meine Kinder aufgrund dessen, dass ich halt unbewusste Muster aus der Kindheit ja, auf meine Kinder auch übertragen habe. Ich hatte da ein großes Schuldthema, das ich mit mir herumgetragen habe. Und ja, das hat mich wirklich wie innerlich zerfressen, dass ich jetzt schuld bin, dass eine meiner Töchter halt jetzt auch Depressionen hatte. Und ja, War alles schwierig. ja, ja. Schwierig, ne? So, bei meiner ersten Depression war ich noch sehr blauäugig und habe gedacht, ich nehme einfach eine Tablette und Psychopharmaka, einen Stimmungsaufheller und dann werde ich wieder gesund, so wie man eine Kopfschmerztablette nimmt, wenn man Kopfschmerzen hat. Und als ich die dann aber nach knapp einem Jahr abgesetzt habe, hatte ich halt den nächsten depressiven Schub, habe dann schnell gemerkt, okay, das ist wohl nicht der Weg, den ich wählen kann. Und bin ja dann freiwillig auch in die Klinik gegangen und das hat mir sehr, sehr gut geholfen, um mir meinen Mustern überhaupt bewusst zu werden. Und ja, das Wissen über diese Muster ist das eine, aber das umzusetzen ist halt schwierig. Und ich war dann noch in Verhaltenstherapie und ich habe viele Bücher gelesen und bin auch so ein bisschen den spirituellen Weg dann eingeschlagen. Habe dann aber irgendwann gemerkt, so, ich komme nicht weiter. Also das Verstehen meiner ganzen Traumata-Geschichten ist ja das eine, aber es verändert sich so wenig und es dauert so lange. Wie würdest du denn den Unterschied beschreiben zwischen Mhm. allen diesen Sachen, die du probiert hast und Mhm. dem Programm, was du mit mir gemacht hast? Ja, ähm, also der Unterschied ist definitiv die Geschwindigkeit. Also wir sind ja jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Monate zusammengereist Ja, wir und haben fünf Sitzungen gemacht ja, miteinander, ne? Also für genau, 5 Sitzungen hatten Processing. wir. Ja, genau. Und die haben sich so auf diesen Zeitraum erstreckt, glaube ich, so ungefähr. Und ja, es hat sich einfach alles gewandelt. Also ja, ich habe ja verschiedene Themen, haben wir ja vorher besprochen, die wir quasi jetzt angehen wollten und haben die bewertet in ihrer Intensität und die waren wirklich immer ganz oben und jetzt sind sie quasi nicht mehr da. Mhm. Das Ja. ist, Wie geht's dem People Pleaser? ja, der ist weg, würde ich sagen. Das kleine Mädchen ist weg und ja, und das Schöne am Havening ist einfach, dass du es selber in der Hand hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Also du kannst hast selber die Möglichkeit, dich zu heilen. Und das finde ich einfach so grandios. Also wir hatten jetzt wirklich nur 5 Sitzungen und mein Leben hat sich um 180 Grad gewandelt. Ja. Ne, also wenn ich daran denke, als wir angefangen haben, ich habe ja nur geweint und es war so viel Traurigkeit da und
wenn ich jetzt über die Themen spreche, auch, ne, über die Erkrankung meiner Tochter, dann ist da nicht mehr dieses krasse Schuldgefühl. Ne, ich bin erwachsen, übernehme die Verantwortung dafür und ich ja, handle jetzt anders, auch mit ihr und dadurch darf sie auch heilen. Ja. Aber da ist nicht mehr die ängstliche Mutter, die eigentlich keine Mutter war, sondern eigentlich war ich kleiner als meine Tochter jetzt. Also meine Tochter ist jetzt 17 und ich habe mich ihr gegenüber immer kleiner gefühlt. Ja. Habe mich da auch maximal angepasst. Also da war eigentlich meine People-Pleasing-Rolle die stärkste, die ich ausgelebt habe in Bezug auf meine Tochter. Und das hat sich halt auch jetzt total gewandelt. Ja. Mhm. Ich wollte nur noch mal dazu auch betonen, Andrea, du hast ja die Hausaufgaben auch voll und ganz umarmt, ne? Ja, Also das muss man auch dazu sagen, du hast auch ja, selber hart gearbeitet, ne? ja. Dann geht es natürlich noch schneller Mhm. und noch intensiver vorwärts, als wenn du dich nur auf die Sitzungen jetzt verlassen hättest. Das geht zwar auch, ne? Ja, Dass man nur die Sitzungen macht, aber wenn du das so intensiv selber machst, dann boostet das natürlich auch den ganzen Prozess. ja, ja. Das Ja, ist ganz toll. Was haben sich denn noch alles für Sachen verändert jetzt in deinem Leben? hm, ja, ich bin ja seit Anfang diesen Jahres auch selbstständig als Yogalehrerin und auch als Coach und als Energetikerin. Und ja, die Themen im Business spiegeln sich natürlich auch da direkt wider, wie man innerlich auch so aufgestellt ist. Und daran haben wir halt auch gearbeitet. Ne? Mir fiel es am Anfang also schwer, Grenzen zu setzen oder Preise aufzurufen, die meine Arbeit auch würdigen. Und ja, diese Angst, wieder abgelehnt zu werden, die ist einfach weg. Also es ist für mich überhaupt kein Problem, jetzt Grenzen zu setzen. Also ich kann mich erinnern, in der letzten oder vorletzten Sitzung, als wir darüber gesprochen haben, dass ich vielleicht einen geschlossenen Yogakurs mache mit Vorkasse. Das war in der Sitzung noch so ein, ja, das Gefühl wurde besser, aber es war immer noch so ein Widerstand da, dass ich dachte so, nee, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Ja, und 4 Tage später, ich habe es natürlich weiter, ne? Ich habe ja immer von dir die Affirmationen bekommen nach der Stunde und habe es natürlich auch weiter bearbeitet. Und nach 4, 5 Tagen habe ich jetzt einen geschlossenen Kurs ab Januar mit Vorkasse. Herzlichen Also, Glückwunsch, ganz toll. Hast du ja, super gemacht. Ja. ja. Und dann kommt die Al große ja. Frage, würdest du dieses Programm empfehlen? Ja, habe ich auch schon ganz viel empfohlen. Ach ja? Mhm. Ja, absolut. Ja, total. Also, Wie wertvoll war ich es? würde niemandem was anderes mehr empfehlen. Nur die Oh, Skepsis ist natürlich oft da, dass man glaubt, das war ja bei mir genauso am Anfang, als ich ja auch die Ausbildung bei dir gemacht habe, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein. Es ist ja so einfach und es wirkt so schnell, das kann ja nicht wahr sein. Und ja. diese Skepsis. Aber Menschen erleben mich ja auch und da wandelt sich auch gerade vieles. Also ich werde auch um Rat gefragt und wenn ich jetzt immer nur noch Havening empfehle und sage, ja, dann mach Havening, dann mach Havening, dann wissen die Leute einfach, okay, das scheint ja wirklich zu wirken. Ja, das ist unbezahlbar. Also das war das bestinvestierteste Geld, was ich jemals irgendwo bezahlt habe. Also da kommt meine Yogalehrerausbildung nicht ran, obwohl ich die auch sehr schätze und sehr wertvoll für mein Leben war und auch alle anderen Fort- und Ausbildungen. Ähm, aber ich hätte niemals was Besseres für mich und mein Leben tun können, als das Programm bei dir zu buchen. Hm. Ja, absolut. Weil es einfach so effektiv ist und so schnell wirkt. Ja, Ganz toll. Ich freue mich so sehr für dich. ja, ich mich auch.